Schwitzen bedeutet nicht automatisch Kalorien verbrennen. Es ist ein Kühlsystem. Hallo Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Wo ist hier mein Mic, mein DJ-Pult? Kennt ihr das? Ihr macht regelmäßig Hula Hoop, fühlt euch super dabei, aber irgendwie fehlt der Schweiß und dann fragt man sich, bringt das überhaupt was? Viele glauben ja, ohne Schwitzen keine Kalorienverbrennung. Aber genau das ist ein Mythos und ich werde euch heute verraten, warum das so ist und wie ihr das Maximum rausholen könnt. Bleibt auf jeden Fall dran, denn heute gibt es einen Faktencheck, ne? Ja, kann man mal machen. Lasst uns mal mit dem größten Irrglauben anfangen. Schwitzen bedeutet nicht automatisch Kalorien verbrennen. Es ist ein Kühlsystem. Euer Körper versucht, euch bei Belastung vor Überhitzung zu schützen, mehr nicht. Das heißt, ihr könnt euch so viel bewegen, wie ihr wollt und trotzdem trocken bleiben. Das ist das Gute. Ein klassisches Beispiel ist Schwimmen. Ihr dreht eure Bahn, ihr verbrennt Kalorien und trotzdem schwitzt ihr kaum. Warum? Weil euch das Wasser kühlt. Oder ein Spaziergang im Winter, kühle, frische Luft, euer Körper arbeitet, aber schwitzen? Nicht wirklich. Wenn ihr richtig fit seid, fangt ihr in der Regel auch früher an zu schwitzen, weil euer Körper effizienter und schneller kühlt. Braunes Fett, habt ihr davon schon gehört? Das ist ein Fettgewebe, das Kalorien verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Ohne Bewegung, ohne Schwitzen, ohne Anstrengung. Schweiß hat nichts mit dem Kalorienverbrauch zu tun. Der Kalorienverbrauch hat was mit der Stoffwechselaktivität zu tun. Aber wie sieht der Kalorienverbrauch beim Hula Hoop aus? Auch ein sehr spannendes Thema. Mittlerweile gibt es einige Studien zu. Laut einer ACE-Studie verbrennt man um die 7 Kalorien pro Minute. Das macht 210 Kalorien in 30 Minuten. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr trainiert 5-mal pro Woche mit Hula Hoop. Da verbrennt ihr ja um die 1000 Kalorien. Hula Hoop ist ein hochwirksames, effektives Trainingsgerät, sogar auch ein spaßiges, wie ich finde, das nachweislich die Rumpfmuskulatur stärken kann. Man muss es aber regelmäßig machen. Es ist eine mittlere Aktivität, vergleichbar mit Aerobic oder Yoga, aber trotzdem, alle, die sich fragen, bringt es was? Hier die Antwort. Ja, es bringt was. Hula Hoop kann natürlich noch viel, viel mehr. Es trainiert die Rückenmuskulatur, den Bauch, generell die Körpermitte. Es sorgt für eine bessere Ausdauer, Koordination und ein besseres Gleichgewicht, ne, was ab 40 Gold wert ist. Ja, auch wenn ich erst 39 plus bin. Gut. Plus. Und das Wichtigste überhaupt, das wird gerne vergessen, Hula Hoop beeinflusst eure Stimmung, Stressabbau, Glückshormone, aber auch Wohlbefinden und Zufriedenheit. Ich finde auch ein positiver Vorteil oder auch positive Vorteile. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, wie kann ich das Maximum rausholen? Wie kann ich effektiver trainieren? Ich bin ja immer der Meinung, man sollte 2 Reifen zu Hause haben, ein leichtes und ein schweres Gewicht. Also wenn ihr regelmäßig mit 1,2 Kilo trainiert, versucht es gerne mal mit 1,3 Kilo oder 1,4 Kilo. Übertreibt es nicht, es sollte sich gut anfühlen und keine wilden Kreisbewegungen machen, ne? Also seid da wirklich etwas kontrollierter, etwas vorsichtiger. Ich kann euch auch empfehlen, da die Kraft aus den Beinen kommt, Fußgewichte zu holen. Die gibt es mittlerweile für wenig Geld, ne? Und damit dann zu trainieren. Fangt mit 2 Kilo an und steigert euch. Ihr werdet schon merken, gerade dann, wenn ihr euch ein bisschen bewegt mit den Füßen auch, ne? So ein bisschen ein paar Umdrehungen macht, dass es doch ein anderes Gefühl beim Training ist. Ich bekomme auch oft die Frage gestellt, muss man 30 Minuten trainieren? Wenn ihr Anfänger seid, fangt mit 10 Minuten an. Völlig ausreichend. Es ist kein Marathon, es geht um Konsistenz. Das ist wie beim Abnehmen, ne? Nur weil ihr heute damit anfangt, seid ihr morgen nicht schlank. Und beim Hula Hoop ist das ähnlich. Ihr müsst es regelmäßig machen, um sichtbare Erfolge zu haben oder Ergebnisse zu sehen. Und wenn ihr mit 10 Minuten zufrieden seid, dann steigert euch langsam. Blaue Flecken können zum Beispiel auftreten, auch dann, wenn ihr das Gewicht wechselt. Also ja, keine Sorge, wollte ich gerade sagen. Es gibt Bauchgurte, die schützen so ein bisschen davor. Ich bin der Meinung, sie nehmen aber auch den Effekt raus oder die Intensität. Wenn ihr Probleme habt, den Reifen lange kreisen zu lassen, probiert es mit Mobilitätsübungen. Es kann sein, dass eure Hüfte noch nicht wirklich flexibel ist oder flexibel genug, ne? Noch nicht locker genug. Das solltet ihr dann regelmäßig machen. Und wenn ihr Hilfe braucht, schaut euch gerne meine anderen Videos an oder geht raus und spielt
mit kleinen Kindern. Ja, ja, sie können das. Und sie schauen sich nicht einmal meine Videos an. Verrückt. Verrückt. Auch ohne Schweiß ist Hula Hoop super effektiv. Es trainiert die Körpermitte, die Rumpfmuskulatur und es macht sogar noch Spaß. Ohne Druck, ohne Stress. Ja, hat euch das Video überrascht oder wusstet ihr, dass man ohne Schweiß Kalorien verbrennen kann? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Macht es gut. Eine schöne Woche. Tschüss. Schöne Pfingsten.